Von Kumpels hast du gehört, dass man mit Bitcoin oder Aktien reich werden kann. Also entscheidest du dich, selbst auch Geld zu investieren. Du öffnest deinen Browser und googelst nach Investment in Bitcoin oder Investment in Aktien. Eine Flut von Informationen erschlägt dich. Jede Seite, die du aufrufst, wartet mit neuen Fachbegriffen auf. Da wird von KGV, EBIT oder EBITDA gesprochen, von Earnings per Share, Devisenmärkten, Geldmärkten. Und du kommst dir vor, als würden die Webseiten eine andere Sprache sprechen. Nach kurzer Zeit gibst du dann wieder völlig frustriert auf und denkst dir, gut, dann ist das wohl nichts für mich, denn das scheint ja so kompliziert zu sein, dass man ein Studium oder dergleichen braucht, um Finanzen zu verstehen. Halt, gib nicht gleich auf. Finanzen und Aktien zu verstehen ist wichtig und eigentlich auch gar nicht so schwer. Lass mich dir doch einfach erstmal einen Überblick geben, dann merkst du ganz schnell, dass es zwar kompliziert werden kann, es aber nicht muss. Wir sind Leben in Freiheit und unsere Mission ist es, dich finanziell so weiterzubilden, dass du deine eigenen finanziellen Entscheidungen treffen kannst. Und wer weiß, vielleicht stellst du ja sogar fest, dass Finanzen ein super spannendes Thema sind, nicht, dass es dir hinterher noch Spaß macht. Unterstütze uns, indem du dem Video ein Like dalässt, damit der YouTube-Algorithmus unser Video noch mehr Menschen zeigen kann. Zu den wichtigsten Themen für eine grundlegende Finanzbildung gehören die folgenden Aspekte. Wo fange ich eigentlich an? Was sind Aktien? Welche unterschiedlichen Anlageklassen gibt es? Was sind Sparpläne? Und wie bewerte ich Aktien bzw. Anlageklassen am besten? Dazu kommen dann noch fortgeschrittene Themen wie Risikoanalyse. Lohnt sich die Bankberatung? Tools und Webseiten? Sowie die Unterscheidung zwischen ausschüttenden und tesorierenden Fonds. Das klingt jetzt erstmal nach einer Menge Informationen. Lass dich dadurch aber nicht entmutigen. Investieren ist eine Reise und das Ziel von finanzieller Bildung ist nicht das Ergebnis an sich, sondern der Weg dahin. Ich weiß, das klingt platt und du denkst dir jetzt vielleicht, eigentlich suche ich doch nur nach einem einfachen Weg, reicher zu werden. Da muss ich dich leider enttäuschen, diesen Weg gibt es einfach nicht. Was du jedoch auf diesem Weg lernst, ist, deine eigenen finanziellen Entscheidungen zu treffen und langfristig ein großes Vermögen aufzubauen. Und genau deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, mal eine ganze Reihe zu diesen Themen zu machen, damit du eine grundlegende Bildung im Bereich Finanzen erhältst. Ich gehe sogar so weit, zu behaupten, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, finanzielle Freiheit zu erlangen, solange er finanziell gebildet ist. Und ist es dir das nicht wert, dich so weit fortzubilden, dass du mit 50, 40 oder sogar schon mit 30 Jahren finanziell frei bist? Also mir ist es das wert und ich wette, dir auch. Die Frage, die sich jetzt also stellt, ist doch folgende. Wo und vor allem wie fange ich an, mich finanziell weiterzubilden? Nun zuerst einmal, indem du den Like-Button zerstörst, damit wir dir mehr dieser Videos machen können. Nein, ernsthaft. Der Anfang mag einem echt schwer vorkommen. Gibt es doch so viele Informationen da draußen. Ich sage dir, wie ich angefangen habe. Ich habe angefangen, mir erst einmal ein paar Grundbegriffe anzuschauen. Also, was sind Aktien? Was ist die Börse und was sind eigentlich Broker? Aktien sind Beteiligungen an einem Unternehmen. Diese haben einen festgelegten Wert, für den sie ausgegeben werden und werden an der Börse gehandelt. Außer Aktien gibt es auch noch andere Beteiligungsformen, wie Fonds, Anleihen oder Hebelprodukte, welche wir in späteren Videos ausführlich erklären werden. Die Börse hingegen ist ein Handelsplatz, über welchen du eine Aktie kaufen oder verkaufen kannst. Börsen sorgen dafür, dass der Handel von Aktien in einem regulierten Rahmen abläuft, damit du nicht über den Tisch gezogen wirst. Um Aktien handeln zu können, brauchst du einen sogenannten Broker. Ein Broker ist dabei eine Firma oder eine Person, welche in deinem Auftrag an der Börse die Aktien kauft. Keine Sorge, wenn du das jetzt nicht direkt verstanden hast. In den nächsten Wochen werden wir diese Begriffe, aber auch alle anderen Grundlagen des Investierens ausführlich erklären. Sich
YouTube-Videos zu diesem Thema anzuschauen, ist das, was ich am Anfang auch gemacht habe. Denn so kannst du dir ein super Verständnis der Grundlagen aneignen. Sei jedoch vorsichtig, denn es gibt da draußen leider einige kleine, aber auch große YouTuber, welche von Verdiensten von 100 bis 1000 Euro pro Tag sprechen. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, solche Beträge sind einfach nur unrealistisch. Es sei denn, du hast bereits ein Vermögen von mehreren Millionen. Wie geht es jetzt weiter? Eine sehr gute Frage. Ich empfehle dir, dich die nächste Woche einfach mal mit einigen Quellen zum Thema Finanzen zu beschäftigen. Wir werden dir nächste Woche erklären, was Aktien genau sind. Nach und nach werden wir dann in den folgenden Wochen gemeinsam die Grundlagen erarbeiten, sodass du dich am Ende dieser Serie fit fühlst, deine eigene Anlagenentscheidung zu treffen. Denn um diese Anlagenentscheidung zu treffen, braucht es vor allen Dingen eine Sache: finanzielle Bildung. Genau dafür haben wir diesen Kanal ins Leben gerufen. Unterstütze uns, indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und uns ein Abo dalässt, denn dadurch kann unser Video noch mehr Menschen helfen. Auf der linken Seite findest du die Playlist mit Videos zum Thema Finanzen allgemein. Wie immer sind wir nächste Woche für dich wieder da, also schalte ein. Bis zum nächsten Mal, dein Leben in Freiheit.